Hallo, ich bin Michelle Lüchinger. Ich gehöre auch zum Team Winspiration. Ich habe die Coach-Ausbildung gemacht und wir haben uns mal zusammengesetzt, jetzt hier mit Wolfgang, und einfach über Fragen, die uns in der Laufe der Zeit immer wieder mal begegnet sind. Und die erste, die mich auch brennend interessiert, ist, weil du immer davon sprichst, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität des Lebens. Also was bedeutet das und wie stelle ich überhaupt bessere Fragen? Also wie kann ich die Qualität meiner Fragen verbessern? Ja, sehr, sehr, sehr gut. Das ist schon mal eine gute Frage, denn wir sind alle dressiert worden in der Schule, meistens sogar schon zu Hause. Hör auf zu fragen, ne? Frag nicht so viel, schon gar nicht mit Erwachsenen reden. Und dann gewöhnen wir uns das ab und in der Schule werden wir dressiert, die richtigen Antworten zu haben. Aber im Leben geht es nicht darum, die richtigen Antworten zu haben, sondern das Leben ist ja nichts Fixes, es verändert sich ständig und so komme ich immer wieder, oh, was machen wir jetzt? Oder wie? Das heißt, die Entscheidungen in meinem Leben, die ich treffe, hängen davon ab, welche Fragen ich mir gestellt habe. Und so ist der Klassiker, die Qualität der Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens, oder im Business die Qualität der Fragen besteht eben auch die Qualität deines Unternehmens. Im Buch Millionaire Spirit habe ich es versucht, simpel darzustellen. Erstmal, ich bin bekannt dafür, einen kleinen Umweg zu machen, ne? Aber ich denke, so kriegen wir das dann schon hin, dass das wirklich tief geht, was der Weg ist, um gute Fragen zu stellen. Und im Millionaire Spirit habe ich das Beispiel genommen, soll ich Marlboro oder soll ich Camel rauchen? Also 2 Zigarettenmarken. Und wenn diese Frage kommt, was muss ich dann antworten oder was muss ich wissen, um antworten zu können? Aha, ich muss wissen, was ist Camel, und ich muss wissen, was ist Marlboro, ich muss es vergleichen können, ist es mit Filter, ohne, welche Preise haben die, etc., wo kriege ich sie gegebenenfalls, nur im Automaten oder gibt es sie im Laden nur oder was auch immer. Das heißt, mein Fokus ist auf diese Zigarettenmarken, um diese Antwort zu stellen. Im Workshop, wenn ich dann das Beispiel genommen habe, gesagt habe, soll ich überhaupt rauchen, ne, diese Fragestellung, haben viele gesagt, ja genau, das ist schon mal gut. Ne? Aber soll ich rauchen oder soll ich nicht rauchen, bedeutet immer noch, ich muss mich mit dem, was Rauchen ausmacht, auseinandersetzen. Wie viel Teer, Nikotin, was passiert in der Lunge, etc. Das heißt, um an beiden Stellen erstmal deutlich zu machen, die Frage zwingt mich in eine bestimmte Denkrichtung. Die Frage fordert mich auf, bestimmte Informationen zu sammeln. Ja? So, und je nach Frage haben wir jetzt in diesem Fall schon unterschiedliche Aufgabenstellungen. Also beim zweiten, soll ich überhaupt rauchen? Kann Geld auch noch eine Rolle spielen, weil ich dafür Geld ausgebe? Aber ich muss nicht mehr die Preise von den beiden speziellen Zigaretten. Ich muss nicht unbedingt wissen, was ist Camel und was ist Marlboro. Eine dritte Frage könnte sein, was ist das Beste für meine Gesundheit? Denn zumindest bei der zweiten Frage, soll ich rauchen oder nicht, war ich ja schon in der Berührung mit der Gesundheit. Aha, wenn ich jetzt die Frage bekomme, was ist das Beste für meine Gesundheit? Wir merken dann schon mal sehr oft, gerade wenn ich dies hier eben höre, dass wir noch konsequenter dabei sind, was ist gut für mich. Ich bin viel weniger in dem Außen drin. Aber die Frage nach dem Besten setzt einen ganz anderen Denkprozess in Gang, als ich vergleiche die beiden Dinge. Da darf ich auch eine gewisse Intelligenz haben im Vergleichen. Ist da noch ein Faktor, den ich vergleichen kann? Soll ich dies noch machen? Was passiert beim Rauchen? Soll ich dies auch noch machen? Aber es ist eben auch eine sehr limitierte Geschichte. Und in den ersten beiden Fragen komme ich nie zum Besten. Das heißt, wie stelle ich eine gute Frage? Indem ich erstens, also Frage stellen erstmal schon mal kapiere, nicht nur Antworten zu geben, und dann immer wieder hinterfragen, was ist das wirklich gewünschte Ergebnis? Was will ich eigentlich wirklich? Also vergleiche ich die beiden Zigaretten,
geht es mir wirklich darum, das zu vergleichen? Denn meistens, wenn ich das vergleiche, tickt es schon ein bisschen an, naja, welche ist vielleicht besser oder weniger schlimm für mich. Das kann ich entdecken, wenn ich hinterfrage, was ist das wirklich gewünschte Ergebnis. Bin ich dabei, soll ich rauchen oder soll ich nicht rauchen? Und frage wieder, was ist das wirklich gewünschte Ergebnis? Bin ich wahrscheinlich noch wieder dichter dran an, was ist das Beste für mich? Und wenn ich konsequent durchs Leben gehe, was ist mein wirklich gewünschtes Ergebnis? Was will ich heute wirklich, wirklich? Dann kommt die nächste Frage, wenn ich mir das klar gemacht habe, was ist die beste Lösung dafür? Das heißt, ich gewöhne mein ganzes System immer daran, in besten Lösungen zu denken. Und dann passiert etwas, dass ich natürlich manchmal gar nicht die Antwort weiß, aber wenn ich ja weiß, was ich für ein gewünschtes Ergebnis haben will, dann kann man in Law of Attraction denken, dann können wir in Synchronicity denken, dass Antworten mir zufließen. Und das ganz Entscheidende ist, ich beginne mein Gehirn umzubauen. Harvard-Professor sagt, Fragen sind die Rezeptoren, dass neue Antworten andocken können. Nur bei Fragen können neue Informationen andocken. Das heißt, je bessere Fragen ich stelle, je bessere Informationen können andocken. Wenn ich nur in Antworten bin oder nur Fragen habe, die gerade aus der Datenbank immer beantwortet werden können, muss ich das Gehirn nicht verändern, muss ich die Qualität meines Seins nicht verbessern. Das heißt, die Qualität der Fragen bestimmt, wie kann ich die Qualität meines Seins verbessern. Hilft das? Ich finde schon. Es klingt jetzt am Anfang noch sehr anstrengend, sehr kopflastig. Alles plötzlich beginnen zu hinterfragen, dass man sich schon fragt, macht das alles Sinn, so weit zu hinterfragen? Also wie weit muss ich es hinterfragen? Eben, du hast schon gesagt, also erstmal, es gibt kein Muss. Klar. Ja, und es sind wieder, was ist das gewünschte Ergebnis? Also jeder fragt so hinter nach. Aber nimm dir verschiedene Lebensbereiche vor und schau einfach, in welchem Lebensbereich hättest du gerne eine positive Entwicklung. Und es geht nie um Zwang, es geht einfach nur, dass du dir bewusst wirst, wo hätte ich gerne eine positive Entwicklung. Und dann ist es nicht nur eine intellektuelle, ja, ich erkläre es jetzt so, dass du, aber ich sagte eben auch schon bei der ersten Frage, wenn du hinterfragst, was ist das wirkliche gewünschte Ergebnis, dann kommst du an etwas ran, was im Inneren ist. Du entdeckst also auch eine andere Emotion. Also wenn du nur die Augen schließt und mit diesen eben genannten Fragen, soll ich Camel oder Marlboro rauchen? Was passiert jetzt in mir drin? Und die andere Frage, was ist das Beste für meine Gesundheit? Ist da irgendwie etwas anders in mir? Und das gilt in der Kombination immer hinzukriegen, dass du nicht im Außen irgendwas Antrainiertes letztlich immer wieder abschützt, sondern es geht in diesem Leben um deine Lebensqualität. Und es ist kein Muss. Ja, jeder darf ein beschissenes Leben leben, wenn es die freie Wahl ist. Aber wenn du wirklich, und das war die Antwort, wie kriege ich bessere Fragen hin, da geht es ja eben darum, weil es die Qualität des Lebens bestimmt. Also die Voraussetzung ist, du bist daran interessiert, deine Lebensqualität zu verbessern. Und dann wirst du nie müde, weil du wirst voraussichtlich auch nie müde, jeden Tag was zu essen, jeden Tag dies zu machen oder das. Aber eigentlich sollten die Menschen müde werden, ein schlechtes Leben zu leben. 40 Jahre für etwas zu arbeiten, was sie gar nicht wollen. So, was ist das wirklich gewünschte Ergebnis? Wie setzt du deine limitierte Lebenszeit so qualitativ wie möglich ein? Und idealerweise wirst du da nicht müde, sondern bleibst immer voller Vorfreude. Hey, the best is yet to come. Und was ist es? Und dich nicht zufrieden zu geben mit dem, was man hat. Nein, nein, nein. Immer in Frieden sein, lieben und dankbar sein, was man hat, aber ich bin offen fürs Bessere. Ja.
dann meine nächste Frage wäre auch gleich auf das Thema vorhin anzusprechen, das ist ein bisschen weiter, die Angst vor Veränderung. Also wie geht man mit dieser Angst vor dieser Veränderung um? Weil es bedeutet ja, wenn ich das Leben verbessern möchte, also meine Lebensqualität, bedeutet es ja, man müsste, sollte, könnte irgendwas im Leben verändern, was ja auch bedingt, ich habe irgendwie auch Angst vor Veränderung, oder? Also viele Leute sagen das. Also müssen das schon ein bisschen differenzierter betrachten, weil du eben gerade auch gesagt hast, wenn es sich verbessern soll. Also grundsätzlich wissen wir, und das ist jetzt die Logik, wenn etwas besser werden soll, muss sich irgendwas ändern. Also, wenn ich es verbessern soll, muss ich eine Veränderung akzeptieren. Das heißt aber nicht, dass jede Veränderung besser wird. Es könnten auch Veränderungen sein, die schlechter werden. Und dann könnten wir wieder Angst davor haben. Aber es ist ein gängiger Spruch, die Menschen haben Angst vor Veränderung. Und das stimmt so platt nicht. Denn, wenn wir jetzt gerade wieder bei der Lebensverbesserung bleiben, und ich habe das in Workshops ja teilweise dann auch platt eben getestet, liebe Frau, hier ist ein Scheck oder hier ist meine Kreditkarte, über 10.000 Franken, sind Sie bereit, in die Bahnhofsstraße zu gehen und Ihren Kleidungsstil zu ändern und sich was Neues zu kaufen oder irgendwas, was Sie noch nie hatten? Ja, ist die Bereiterung ja ganz groß. Wir Menschen freuen uns auf Neues. Wir freuen uns auf Neues. Wir lieben positive Veränderung, wenn wir sicher sind, ne, dass es eine positive ist. Genau. Nichtsdestotrotz gehen ja auch Menschen ins Spielcasino und so weiter, wissen nicht, was rauskommt, aber sie hoffen auf was Positives. Man hat sogar eine Untersuchung gemacht in Deutschland irgendwann mal, also was wäre, wenn es dem Land jetzt so schlecht geht, wir müssen alle den Gürtel enger schneiden, wie gehen wir damit um? Also es ist eine sogar negative Veränderung. Und das Ergebnis dieser Studie war, dass die Menschen nichts dagegen haben, dass es negative Veränderungen gibt, dass man den Gürtel enger schnallt, unter der Bedingung, dass es gerecht zugeht. Und darin finden wir dann die Wahrheit eigentlich, worum es geht, wenn wir sagen, ich habe Angst vor Veränderungen. Mein Freund und Mentor Bob Proctor sagte immer, Menschen haben nicht Angst vor Veränderung, sondern vor aufgedrängter Veränderung. Also wenn jemand anders mich zwingt, wenn der Politiker sagt, ihr müsst und die nicht, nur die und jene, dann fühle ich mich wirklich als Opfer, als Sklave und so etwas. Das gibt es aber auch im subtilen Bereich, wenn sich in einem Freundschaftsteam jemand weiterentwickelt oder eine Gruppe verlässt, dann zwingt man anderen Menschen Veränderungen auf. Und dann sind wir so oder so schnell mal in einer Opferhaltung, und weil von außen etwas für uns bestimmt wird. Das können wir natürlich wieder lösen, wenn wir wach sind, bewusst sind und sagen, hey, Change, ja, nichts ist nur schlecht, sondern auch gut, was ist das Gute da drin, wie kann ich das jetzt nutzen für mich, das zu machen. Also erstmal ganz generell, Menschen freuen sich auf positive Veränderungen. Sie sind gegen aufgedrängte Veränderungen. Dennoch gibt es etwas, wo wir sagen, wir kommen an eine Angst dran, die wir möglicherweise bei Veränderungen eben befürchten. Also erstmal, so wie die Hoffnung, das Gute oder eben auch die Befürchtung, es sind Dinge, die uns im Kopf jetzt passieren. Also Angst ist eine Fantasie auf die Zukunft bezogen. Angst ist keine echte Gefahr. Angst in dem Sinne ist nie real. Nur das Angstgefühl ist sehr real. Und wenn wir nicht bewusst sind, dann machen wir den Unterschied nicht zwischen Angst und der Emotion, die wir selbst kreiert haben, dadurch, dass wir das uns so ausgedacht haben. Aber diese Angstemotion ist insofern teilweise dann noch in einem besonderen Blickwinkel eben sehr real, weil wir nahezu alle, und ich bleibe jetzt nur mal in diesem Leben, nicht jetzt irgendwelche früheren Leben, auch gar nicht eben große Verwandtenfelder, energetische Felder, sondern einfach nur, was ist während der Schwangerschaft passiert, was ist während des Geburtsprozesses passiert und was ist in der frühen Kindheit passiert. Nahezu alle von uns haben irgendeine Form von Drama, Trauma etc. erlebt, etabliert. Und ob das nun wahr ist oder
ich es mir eingebildet habe, sekundär. In der Emotion ist es echt und da haben wir etwas geankert. Und in diesen jungen Phasen hat es im Regelfall damit etwas zu tun, dass wir sogenannte Überlebensängste haben. Wir kommen ja auf die Welt und sind nicht lebensfähig alleine. Wir müssen gestreichelt werden, wir müssen gefüttert werden. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kriege das sonst nicht, werde allein gelassen und schreie oder dies oder was auch immer, dann kreieren wir ein Drama in uns. Und da machen wir eben den Deckel drauf. Es ist im Prinzip eine Wunde und die vernarbt und wird immer dicker. Und es ist ein Energiestau im System und wir verdrängen das. Das ist das Schöne am Unterbewusstsein, nicht? Also, dass wir unbewusst etwas wegnehmen. Und dann haben wir eine Überlebensstrategie, wie wir ohne diesen Teil klarkommen, ganz im Gegenteil nicht ran wollen. Und wenn ich jetzt in meinem Leben an einen Punkt komme, entweder mich vom Außen getriggert fühle, dass ich dahin gehen müsste, dann kommt eine Riesenangst, an die Wunde diesen Schmerz wieder zu erleben, der aber nichts mit dem Außenwelt in dem Sinne zu tun hat, sondern auf die Vergangenheit bezogen ist, diesen Schmerz. Und den kann ich haben, dieses Problem kann ich haben, ob jetzt da die Außenwelt ist oder ich mir selber jetzt so gestalte, Transformationsprozesse gestalte und dahin komme, kann ich das ganz genauso spüren. Das heißt, da ist wie in einem Zellgedächtnis, ein Gedächtnis einer Angst, die wir dann wieder antriggern und abrufen können. Und da lohnt es sich aber ranzugehen, weil wenn wir das hier nur symbolisch sehen, in der Kindheit gemachte Überlebensstrategie und das Programm bleibt, dann verschließe ich mir heute im Leben so und so viel, weil das Programm, was damals vielleicht sogar sinnvoll war, aber heute überhaupt nicht mehr sinnvoll ist. Und ich diese Wunden in dem Sinne nicht mehr brauche. Und dann kommen wir dann an einen anderen Punkt, eben dass Menschen meinen, wenn sie Emotionen zeigen, seien sie so verletzlich. Nee, überhaupt nicht. Verletzen können wir uns in diesem Sinne ja immer nur selber. Und das ist entscheidend. Ganz im Gegenteil, je weniger du eben diese Angstpunkte hast, desto weniger kann dir einer was. Weil solange du das hast, kann dich jeder triggern, kann jeder mit dir spielen. Also von daher ist es wichtig, in diese Freiheit reinzugehen und das aufzunehmen. Aber da ist eine Ursache oder ein Grund, sagen wir besser gesagt, ein Grund, warum manche Menschen dann in anderen Prozessen der persönlichen Entwicklung an Angst rankommen können. Aber wie es so heißt, der Weg hinaus führt hindurch. Und wie sieht es aus mit Angst vor der Zukunft? Weil man hört jetzt schon, also es gibt immer wieder so Gerüchte, sage ich jetzt, Bankensysteme werden zusammenfallen, Krieg, was auch immer. Wie sieht es da aus? Wie kann man da die Angst auflösen, umgehen oder einfach positiv in die Zukunft sehen? Ja, also da sind wir bei zwei Dingen wieder. Einmal bei dem, es ist eine Fantasie im Moment. Und das ist ja die Krux, was die meisten Menschen nicht bewusst wahrnehmen, dass sie zu Hause im Warmen mit einem Glas Rotwein in der Hand, alles ist wunderschön, vielleicht läuft auch noch nette Musik. Und jetzt können wir uns diese Zukunftsangst machen, weil wir an etwas denken, an etwas kreieren, was Schlimmes passieren kann. Also Angst ist eine Fantasie auf die Zukunft bezogen, dass etwas Schlimmeres passiert, ne? Also was Negativeres passiert als Positives, das da kommt. Und jetzt könnte ich aber auch sagen, jetzt kreiere ich mir genau das Umgekehrte, wenn ich dem bewusst bin. Ja, dann kann ich in Zukunftsfantasien reingehen. Und dann vom Wording, vor der Zukunft müssen wir keine Angst haben. Die Zukunft tut uns doch nicht, weil was ist Zukunft? Das ist nur eine Zeitbegriff, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Nein, wenn dann, was in der Zukunft passieren könnte. Ne? Also immer sehr vorsichtig sein, dass wir uns da schon mal nicht falsch programmieren, weil dann hat mein System geangst, alles was Zukunft hat oder und da sagt einer das Wort Zukunft und schon habe ich wieder Angst. Ne? Also, dass wir davon wegkommen. Aber es ist auch eigentlich gar nicht so sehr, wenn wir sagen, was in der Zukunft passiert, sondern wenn wir ehrlich sind, was macht die Angst dann aus?
dass mir persönlich was passiert. Ja. Ja? Und wenn wir dann sagen, okay, dann muss ich schauen, was könnte mir persönlich passieren. Und dann kann ich wieder realer werden, dann kann ich das in den Griff kriegen. Oder wie kann ich dem vorbeugen? Wenn ich generell die Angst habe vor der Zukunft, komme ich gar nicht an den Punkt, dass ich die Lösung will. Das ist wie, ich mache mich jeden Tag fertig, ich könnte krank werden. Oder statt genau zu gucken, okay, was habe ich jetzt, dann könnte ich es ja beginnen zu heilen. Und wenn du dann sagst, Bankensystem oder irgendwas, es ist doch eine Illusion, vor dieser Zukunft Angst zu haben. Und das eben ganz bewusst auch hinzukriegen. Es sind nur wieder unsere enttäuschten Erwartungshaltungen, unsere Paradigmen. Vor 2000 Jahren mit Kreuzzügen und hinter jedem, oder was weiß ich, vor 150 Jahren oder was, hinter jedem Busch lauerte einer, der mit der Keule einen über die Rübe hauen wollte oder irgendwie was. Hi, was haben wir für ein geiles Leben? Und wenn du insbesondere in der westlichen Welt lebst, ja, dann lass eine Bank kaputt gehen, aber du überlebst. Du hast zu essen, du hast zu trinken oder irgendwas. Dann gibt es ein neues System. Wie viel Währungsreformen haben wir gehabt? Geh 100 Jahre zurück, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, alles Mögliche. Ja, einzelne Schicksale sind arg betroffen, aber das Leben geht grundsätzlich weiter. Und was könnten wir jetzt tun, um zu überlegen, was können wir gestalten, dass es gut weitergeht? Die Frage gebe ich gleich zu. Also was könnten wir jetzt in dem Fall Get tun, real, ne? um da unsere Zukunft jetzt positiv zu gestalten? Was gibt es für Möglichkeiten? Was gibt es für Möglichkeiten, die Zukunft positiv zu gestalten? In meinem Leben werde ich es nicht mehr schaffen, alle Möglichkeiten aufzuzählen. Denn es gibt unendlich viele positive Möglichkeiten. Aber wenn wir nur ganz simpel eben sagen, es geht auch ganz mal, wie fühle ich mich heute? Dann geht es darum, wie denke ich. Wir hatten schon mal an einer Stelle über die Qualität der Fragen gesprochen. Was ist das wirklich gewünschte Ergebnis? Was will ich eigentlich wirklich? Will ich mir Sorgen machen? Wie will ich leben? Womit will ich meine Lebenszeit füllen? Und dann komme ich irgendwann, wenn ich das hinterfrage, hey, ja, auf diesem Planeten kann es sein, auch der Dalai Lama wurde mal vertrieben und lebt dann woanders. Aber man kann woanders hingehen, man kann sein Leben gestalten, man kann Gemeinschaften bilden, man kann sich dafür einsetzen, dass Menschen, wie ich es formuliere, get real. Du hast alle Möglichkeiten. Wir haben alle Möglichkeiten. Wir können ins Drama gehen, wir können uns die Köpfe einhauen oder wir können uns in den Armen liegen und hey, let's create something good. Aber wir verschwenden unsere Zeit. Und ich liebe eine Karikatur, da sitzt Jesus auf einer Bank und ein Erdling auf der Bank. Und der Erdling fragt Jesus, warum lässt du dieses ganze Elend hier zu? Da sagt Jesus, Mensch, genau das wollte ich dich eben auch gerade fragen. Es geht darum, dass wir aus diesen Opferhaltungen rauskommen. Ob der uns was Böses liefert, die uns was Böses liefern, nichts in dem Sinne wird uns geliefert. Wir kreieren alles. Ob wir indirekt wählen, wir können uns über die Regierung aber wir wählen sie. Oder wir sagen, nö, da wähle ich nicht. Wir sind beteiligt an dem, was da passiert. Wir können uns für unser Leben einsetzen, die Verantwortung für unsere eigenen Finanzen übernehmen, die Verantwortung übernehmen, welche berufliche Tätigkeit mache ich, die Verantwortung für Beziehungen übernehmen, wie kommunizieren wir miteinander. Und wir können gemeinschaftlich auch ganz klar sagen, es sind wir, die, speziell sage ich mal in der Demokratie, eben, ja, wir stimmen doch ab. Das heißt, wir haben immer die Regierung, die wir selbst eben verursacht haben. Ja, dann nützt es ja nichts, Angst zu haben für etwas, das man sich selbst dafür entschieden hat. Also die Mehrzahl der Menschen kennt ja Filme wie The Secret und Law of Attraction und dass es um Frequenzen geht. Also bitte bloß raus aus dieser Angst. Und das ist ein großer Unterschied. Ich bin dafür, dass es beim Kreuzfahrtschiff Rettungsboote gibt.
aber doch nicht, weil ich jetzt Angst habe. Ich muss jetzt nicht Emotionen darauf haben. Allgemeine Vorsicht. Da gab es mal einen Mann, Felix, der ganz oben ins All gegangen ist und von dort aus runtergesprungen ist. Die haben 2, 3 Jahre alles durchgecheckt, alle nur erdenklichen Risiken und Vorkehrungsmaßnahmen getroffen. Deshalb sagte er hatte keine Angst mehr, weil er das alles durchdacht hat, gelöst hat. Wenn ich nichts durchdenke, dann kreiere ich mir die Ängste. Dann kreiere ich mir die Fantasien. Wenn ich genau weiß, aha, wenn da der Umleitungsschild ist, fahre ich da lang. Habe ich doch keine Angst vor dem Umleitungsschild. Wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann... Und überall haben wir diese Verantwortung, eben für unser Leben genau zu sehen, bis dahin eben noch viel tiefer dann eben zu gehen, warum lebe ich hier, was will ich eigentlich hier? Diese kurze Lebenszeit, wofür will ich sie einsetzen? Und wir machen ja immer wieder die Erfahrung, ob es in unserem Programm ist, wo es darum geht, die Essenz rauszukriegen, was will ich wirklich, wirklich im Leben, dass die Menschen ihre Lebenszeit einsetzen für Dinge, die sie eigentlich gar nicht wollen. Und das, was sie wirklich, wirklich wollen, findet in ihrem Leben nicht statt. Was dann dazu führt, die Top 5 Regrets of the Dying, dass am Ende des Lebens die Menschen bereuen, was sie nicht getan haben. Und darum geht es. Was ist es, was ich eigentlich wirklich, wirklich, wirklich tun will in dieser Zeit? Und da kommt keiner bisher, wenn man das hinterfragt, sagt, ach, ich möchte jammern. Ich möchte mir Angst vorstellen. Vielleicht mal nur kurz, um das Gefühl zu kriegen, dass er geht vielleicht in einen Horrorfilm rein oder irgendwas. Ja, auch so fühlt sich das an. Hey, danke. Aber doch nicht täglich. Und vor 2000 Jahren lief hier schon jemand auf dem Planeten und sagte, freut euch des Lebens. Aber er ist noch nicht zu allen Leuten durchgedrungen. Dieses Leben ist ein Geschenk und es währt so kurz. Zugegeben, als ich jünger war, ich habe auch viel mehr im Drama gelebt und habe das nicht erkennen können. Aber heute weiß ich, je knapper die zur Verfügung stehende Zeit wird, ich will sie nicht verschwenden. Und wenn ich ein anderes Bild mache, du hast diese Wohnung, die hast du jetzt für 5 Jahre. Wie viel Sinn macht es, jeden Tag da Dreck reinzukippen? Ja, wo ich ja hier schon, kann ich ja Dreck reinkippen. Macht doch keinen Sinn. Also halt sie schön sauber, genieße sie. Also hier oben sauber sein, den Garten pflegen oder das auch. Und welche Gedanken lasse ich zu? Und komme immer wieder zu der eigenen Verantwortung. Und in dem Moment, in dem ich Wahrnehmung verstehe, dass ich nur wahrnehme meistens, was ich wahrnehme, aber dass wir eine selektive Wahrnehmung haben. Ne, wird jemand schwanger, sieht man plötzlich nur noch Schwangere. Denkst du dir ein Auto aus, siehst du das öfter auf der Straße. Also, wenn ich mir Drama vorstelle, dann höre ich nur und sehe ich nur. Und die Nachrichten unterstützen das ja gerne, weil du gut dann manipulierbar bist. Aber wenn ich mir jetzt andere Dinge vorstelle, Schönes vorstelle, junge kreative Start-ups, Zukunftstechnologien, boah, was ich dann alles auf dieser Welt sehen kann. Wow. Also das Wesentliche ist, wir entscheiden, wohin wir schauen, wir entscheiden, was wir kreieren. Aber eins sei gewiss, das Leben geht weiter. Natur geht weiter. Aktuell sind viele, oder das aktuelle Thema ist jetzt das, nehmen wir das chinesische Modell oder das westliche Modell, was ist das Richtige, wo geht die Richtung hin, wie sollen wir uns entscheiden, was ist das Richtige? Ist das überhaupt die richtige Frage? Also richtig, ne, gibt es im Universum nicht, sondern können eigentlich nur sagen, was ist zielfördernd, wo wollen wir denn wirklich hin? Aber wir hatten ja auch an anderer Stelle schon die Qualität der Fragen. Also wie gut ist diese Frage im Sinne von dem, vergleichen wir hier Äpfel mit Birnen? Kann man ein diktatorisches Modell vergleichen mit einem demokratischen Modell? Ja, man kann sie vergleichen, da sind wir wieder, wie soll ich dies rauchen oder das rauchen, ne? Wie bei dem Camel Marlboro Beispiel.
worum geht es eigentlich wirklich, wirklich? Wir sehen im Moment, wir leben in einer Zeit, wo sich Demokratien schwer tun, insbesondere weil die Demokratie ja mehrheitlich in der westlichen Welt war und jetzt geht sie wirtschaftlich den Bach runter. Was aber nicht am demokratischen Modell hing, sondern gerade die Demokratie hat es ja auch in den Aufschwung gebracht. Sondern das im Millionaire Spirit Buch habe ich ja geschrieben, und das sind immer diese Zyklen, der Vater erstellt's, der Sohn erhält's, beim Enkel zerfällt's. Und im Westen ist der Höhepunkt überschritten, dieser wow, Amerika ist alles und der Dollar regiert die Welt. Und jetzt kommen plötzlich andere Länder hin und sagen, nee, das Spiel wollen wir nicht weiterspielen. Immer in einem Wohlstand, und das merken wir auch in den jungen Generationen. Ich bin Nachkriegsgeneration, wir wussten, wir müssen aufbauen. Heute kriegt man ein iPhone von Oma geschenkt oder dies, oder ich werde sowieso so viel erben oder irgendwas, mich interessiert das alles nicht. Das ist eine andere Mentalität, deshalb zerfällt es beim Enkel wieder, weshalb der Emir von Dubai auch sagt, es kann sein, dass die übernächste Generation wieder auf Kamelen sitzt, weil sie das gar nicht aufgebaut haben und dann nicht wissen, wie sie es halten sollen. Und was der Grund ist, warum manche Familien es geschafft haben, über mehrere Generationen Vermögen aufzubauen und weiter zu pflegen, weil sie ihre Kids anders trainiert haben. Aber wir haben so schnell auch unsere Kinder sollen es besser haben, die sollen nicht durch dasselbe Drama gehen oder dies und dann pudern wir sie und dann haben sie nicht die Fähigkeiten. Auch so wie wir sagen, willst du jemanden satt machen für einen Tag, gib ihm einen Fisch, willst du ihn satt machen fürs Leben, lehre ihn fischen. Und dieses Fischen lernen findet nicht mehr statt und in diesem großen Aufschwung kommen die Ideologien und dies und dann im Abschwung beginnt das Zerfleischen. Und wenn ich dann sehe, wie als Deutschland und der Berliner Reichstag, wenn du dir da anschaust, wie die Fraktionen miteinander umgehen, das ist Kindergarten. Dir stimme ich nicht zu, aber das will da. Es geht nur um ihre Position zu verteidigen, den Fraktionszwang und tralala. Und du musst in Deutschland, ja, zwar den Bundestag alle 4 oder den Reichstag alle 4 Jahre wählen und den Landtag haben wir noch alle 2 Jahre. Das heißt, die sind eigentlich permanent nur mit ihrem Wahlkampf beschäftigt, mit ihrem Positionskampf beschäftigt. Keiner kann eine Langfriststrategie da machen. Und deshalb ist der Vergleich oder die Betrachtung, ist es das diktatorische Modell oder das demokratische Modell, das ist Nonsens. Weil früher hat das demokratische Modell auch langfristigere, ein Aufbau in Deutschland war langfristiger geplant, nicht nur für 2 Jahre. Kennedy hat gesagt, in einer Dekade wollen wir einen Mann zum Mond bringen. Wir haben ganz andere Zeiträume da gehabt und riesig was gestalten können. Und der Chinese jetzt, der weiß, ich bin nicht in diesem täglichen Machtkampf drin, er hat zwar auch einen, keine Frage, aber abgesehen, dass Asiaten sowieso schon viel längerfristige Strategien haben, das zu machen, aber der muss nicht permanent korrigieren. Und um das eben auch insofern zu sagen, wenn Demokratie immer daneben liegt als Modell, dann dürfte es Singapur nicht so gut gehen. Blüht, man nennt es die Schweiz, ne? Die asiatische Schweiz. Wunderbar, wie das aufgebaut wurde, wie klar die Regeln sind. Trotz einer Demokratie, ja, da gibt es ein paar Dinge, die manche Leute nicht mögen, wie Todesstrafe oder sowas. Und das will ich jetzt nicht bewerten, aber es ist ein demokratischeres Modell als China. Aber bombig aufgestellt, das kriegen wir hier in Europa, in England, in Österreich oder in Deutschland nicht annähernd hin. Und da können die Kinder sogar nachts sicher über die Straße gehen. Und dann gibt es das diktatorische China-Modell. Also ist Diktatur gut? Schauen wir mal, wie war es früher in der Sowjetunion oder wie geht es dem Volk dort? Oder gehen wir nach Nordkorea, wo wir auch sagen können, da gibt es wohl jemand, der sehr diktatorisch ist. Geht es deshalb gut? Es ist nie das oder das. Es sind die Qualitäten, die Intentionen, die darunter liegen. Und wir haben es in Deutschland zum Beispiel gesehen, eine Zeit lang war Porsche ein extrem erfolgreiches Unternehmen, auch mit der kleinen Sparte. Die hatten noch keine SUVs, die hatten auch den Viertürer noch nicht. Aber sie waren so produktiv, weil
sie nicht an der Börse waren. Sie mussten nicht alle 3 Monate irgendwelchen Analysten gerecht werden. Sie konnten Langfriststrategien machen, die vielleicht auch mal kurz runtergehen und dann geht's hoch. Ja, das machen. Das darf man heute auch in der Wirtschaft teilweise nicht mehr machen. Und das ist es einfach, eben da langfristiger zu denken. Warren Buffett ist der reichste Investor geworden, weil er langfristig denkt, weil er die Firmen von der Börse genommen hat. Dass er wirklich, lass uns das Richtige tun. Darum geht es. Also bloß nicht in diesen oberflächlichen Diskussionen haften bleiben, weil dann kann man nicht zur richtigen Lösung kommen. Auch da eben, was ist das gewünschte Ergebnis? Genau, immer wieder das Kind zu fragen. Genau. Mhm.